Hallo zusammen, ich bin der Lars und ihr seid hier auf dem Kanal von Cruising Europe. Normalerweise ist Jana auch noch vor der Kamera, die ist aber gerade im Kastenwagen, weil auf unserem Kanal geht es eigentlich um Reisen im Kastenwagen. Wir vloggen ganz normal und zwischendurch kommen aber immer mal schöne Landschaftsaufnahmen, auch mit der Drohne und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben also viel mit Kameraequipment zu tun. Und die Firma K&F Concept hat uns das 4-in-1 Magnetfilterset zum Testen zur Verfügung gestellt. Das haben wir jetzt im Urlaub immer benutzt. Wir sind leider schon wieder auf der Rückreise, waren in Spanien 3 Wochen, sind jetzt gerade in Frankreich, stehen jetzt hier an einem Fluss und da dachte ich mir, mach ich mal ganz kurz ein Testvideo und dann gucken wir einfach mal, wie ist denn die Farbtreue und so weiter und so fort. In dem Set ist halt einmal die Schraubblende, die schraubt man halt ganz normal aufs Objektiv drauf und dann kann man halt einfach mit Magneten die Filter drauf klappen, sage ich mal. Da ist einmal ein ND1000 Filter bei, ein UV-Filter und ein Polfilter. Wir haben das jetzt alles in 77 mm, gibt es natürlich in allen möglichen Größen. Die Tasche ist auch dabei, ganz praktisch. Gut, ich zeige euch jetzt immer 1, 2 Szenen ohne Filter und mit Filter, Fotos sowie auch Videos und dann war es das eigentlich auch schon. Und dann gucken wir mal, sind die Farben in Ordnung oder wie auch immer. Alles klar, dann gucken wir einfach mal. Die folgenden Szenen habe ich immer mit 50 Bildern die Sekunde gefilmt. Wir filmen immer so, um später eventuell auf Zeitlupe wechseln zu können. Belichtungszeit sind demnach 1/100, die Blende ist hier auf f8 eingestellt. Die gleiche Szene mit dem Polfilter, die Blende ist immer noch auf f8 eingestellt. Um ein etwa gleich helles Bild zu erreichen, öffne ich die Blende auf f4. Die gleiche Szene, nun ist die Blende aber auf f4 eingestellt. Weil der Fokus hinten auf den Bäumen liegt, wirkt der Vordergrund bei f4 natürlich wesentlich unschärfer. In der Gesamtschärfe bemerke ich bei den 4K-Videos keinen Unterschied. Allerdings sind die Farben mit dem Polfilter wesentlich gesättigter. Das Grün ist grüner, das Blau ist blauer, der Stein vorne rechts blendet nicht bzw. reflektiert das Licht nicht und zudem wirken die Äste im Hintergrund wesentlich kontrastreicher. Eine Farbverschiebung bemerke ich nicht. Die gleiche Szene nun mit dem UV-Filter. An den Farben und der Helligkeit ändert sich nichts, deswegen ist die Blende wieder auf f8 eingestellt. Ich weiß nicht, ob das Bild zum Beispiel in den Bergen je nach Wetter etwas klarer wird als ohne Filter. Aktuelle Kameras und Objektive dürften aber einen eingebauten UV-Filter besitzen, somit nutzen wohl viele die UV-Filter nur noch als Staubschutz. Hier nun noch ein paar Fotos. Wir sind keine Pixelpieper, uns fällt nicht auf, ob die Fotos durch die Filter unschärfer werden. Die Sony A7S III besitzt nur 12 Megapixel, der Fokus von der Kamera und von uns liegt bei den Videoaufnahmen. Der Einfachheit halber sind dies nur JPEGs und keine RAWs. Das Einzige, was auffällt, und damit sind wir bei dem Punkt, den ich vergessen habe, die Filter lassen sich nämlich kombinieren. Hier ein Foto mit dem Pol sowie dem ND1000 Filter in Kombination. Weil 2 Filter gestapelt nach vorne weiter auslegen, kommt es bei 24 mm zu einer leichten Vignettierung. Abschließend können wir sagen, dass wir mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden sind. Das Set kostet aktuell um die 110 €, einen 10% Rabattcode findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und gerade wer wie wir viel im Wechsel filmt und fotografiert, macht mit diesem Set wohl kaum etwas falsch. Ja, nochmal ganz kurz, die Filter sind auch kombinierbar. Das heißt, ich kann also einen ND-Filter und einen Polfilter kombinieren, wie auch immer. Und auch ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Filter nehme, ich habe jetzt hier einen ND-Filter. Wir filmen übrigens mit der Sony A7S III. Die Sonnenblende passt trotzdem immer noch auf das Objektiv, beziehungsweise auch wenn die Filter drauf sind. Das ist, denke ich mal, auch noch ganz praktisch. Gut, alles klar, ich habe jetzt mal eine Testaufnahme gemacht. Wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht der schönste Spot für Aufnahmen, aber wir wollten es halt einfach kurz und knapp halten und einfach mal sehen, was sagen die Farben. Ne, klar, dass alles ein bisschen dunkler wird, je nachdem, ist natürlich normal, auch beim Polfilter und so weiter. Das heißt, wo ich vorher mit Blende 8, sag ich mal, filmen konnte, müsste ich dann vielleicht schon auf Blende 4 stellen, um halt die gleiche Helligkeit zu erreichen. Ist aber ja grundsätzlich kein Problem. Oder halt auch normal, aber wir wollen halt auch sehen, wie sieht es mit der Farbe aus. Ne? Ist auf einmal alles, welchen Grünstich, Blaustich, wie auch immer. Das wollten wir jetzt halt testen. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Ich bin selbst mal gespannt auf die Ergebnisse. Alles klar, das war es auch schon von dem kurzen Video und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schaut doch mal unsere Reisevlogs an. Und tschüss!